Mein Name ist Tobias Busch. Hallo, ich bin der Jonas. Ich bin der Markus, hallo. Also ich bin der Lukas Eckert. Seit September 2023 bin ich jetzt bei AS Service. Ich bin seit September 2015 bei der Firma Ebbi Schmidt. Mit mittlerweile ja 18 Jahren hier bei Ebbi Schmidt. Ich bin jetzt seit 4 Jahren bei Ebbi Schmidt und seit einem Jahr im Service. Meine Aufgabe im Serviceteam ist, sich um die Flughafen-Großgeräte zu kümmern, um die Großgeräte allgemein. Ich war lange Servicetechniker, 2019 bis 2023, habe dann den Teamleiter vom Service übernommen und seit April bin ich After Sales Service Specialist. Im Serviceteam hatte ich schon viele Aufgaben. Ich wurde in die Welt rausgeschickt, habe ich verschiedene Maschinen-Schulungen gemacht, habe Maschinen auch repariert. Meine Hauptaufgabe sind eigentlich so die Kompaktkehrmaschine und die Ebbi-Geräte. Mein spannendster Einsatz bisher war, ich war in Deutschland unterwegs auf einer NATO-Airbase, dort vor Ort mit den Soldaten zu tun zu haben und einfach einen Einblick in das NATO-Leben zu kriegen. Und ich habe dort die Übergabe und Schulung für unseren Händler und für das Airport-Personal gemacht. Genau. Darf ich da kurz rangehen? Hi Miguel, how are you? Okay, could you check the power supply on XY28 pin 1, so between pin 1 and pin 2 measure the voltage. Ein Werkzeug, was auf meinen Reisen nie fehlen darf, ist eine Prüflampe. Weil häufig dann doch kleinere elektrische Probleme auftreten, die man damit schnell beheben kann. Ich fand es interessant, als Mechaniker auf der ganzen Welt arbeiten zu können, mit anderen Kulturen in Kontakt zu kommen und auch ja, zum Teil in extremen Bedingungen zu arbeiten. Ja, es gab auch eine interessante Situation im Himalaya. Kam plötzlich das örtliche Fernsehen vorbei, 2 verschiedene Fernsehsender sogar, und sind auf einmal mit vielen Mikrofonen zu mir gekommen und haben gesagt, ich soll irgendetwas über die Maschine erzählen. Wenn du im Ausland ganz alleine unterwegs bist, in einem fremden Land, dann bist du dann auf dich allein gestellt, da musst du mit Stress einfach umgehen können. Man hat keine Chance, jemanden hier direkt zu erreichen. Das heißt, man muss vor Ort immer improvisieren, man muss immer eine Lösung parat haben und man muss kurze Entscheidungen direkt treffen können. Ich war schon in Bahrain, Israel, Slowenien, Ungarn, Serbien. Marokko, China, Südkorea, Rumänien, Ungarn, Österreich. Nächste Woche gehe ich jetzt nach Estland. Nord bis Süd, alles dabei, ja. Und Grönland natürlich, das war so das nördlichste, wo ich war bis jetzt. Frankreich, ja, man kommt schon viel rum. Ich denke, es gibt einen guten interkulturellen Austausch. Die Mentalität in Ägypten ist eine ganz andere als die in Asien, die in Südkorea, und das muss man sich halt immer anpassen und da nimmt man dann immer viel für sich mit, dass man immer flexibel ist. Generell wird man viel toleranter, man lernte Momente mehr zu genießen. Es ist interessant, die Maschinen, die man bisher nur aus der Produktion kannte, auch im Einsatz zu erleben und sich einfach technisch weiterzubilden.